Wie willst du als Anfänger da durchsteigen? Und zwar, can Keywords fix Yu-Gi-Oh? Wer nicht weiß, was Keywords sind, dem helfe ich kurz aus. Und zwar, Duel hat tatsächlich Keywords. Wir haben hier einfach nur das Keyword Requirement, damit wir dieses Monster beschwören können. Und dann hat es das nächste Keyword Continuous Effect, this card gains Effect, ba. Im aktuellen Yu-Gi-Oh! Haben wir als Keyword höchstens drinne in Klammern Quick Effect. In Duel hat Konami es geschafft, Keywords allesamt hervorzuheben. Weil aktuell ist es ja einfach nur during either player's turn oder during the main phase, ba. Würde das Yugi besser machen? Schauen wir mal rein. Can Keywords fix Yu-Gi-Oh? The biggest topic of discussion in the Yu-Gi-Oh community has been on how to attract new players. After Master Duel has struggled to retain new players, and Speed Duel has been a flop, the topic of using a pathway to bridge new players into the game has moved on to changing the game. Ja, wie er schon am Anfang gesagt hat, eine der größten Diskussionen innerhalb des Yu-Gi-Oh! TCGs ist, wie bringt man neue Spieler ins Yu-Gi-Oh! TCG? Das TCG muss einfacher werden, B, Master Duel hat einen gigantischen Job gemacht und C, Influencer. So einfach ist es. Mit einem Anime kriegst du heutzutage keinen mehr, so dass man nach der Schule heimgeht und irgendein Anime guckt und sowas. Das war früher, das würde heutzutage nicht mal mehr wirklich ziehen. Du musst heutzutage über Influencer arbeiten, wenn du Leute in dieses Spiel mit reinbringen können. Und hi! Ja! Ist teils mein Job! Wobei, ich zähle da nicht wirklich rein, sondern ich rede von den richtigen Influencern wie Hand of Blood und Co. Also mich, ja. To be more understandable and less complex for new players. The current Stört es dich eigentlich immer, wenn Pendel als Beispiel gezeigt wird, wie komplex Yugi ist, wie in dem Thumbnail? Nein, Pendel ist, wie soll ich sagen, also jedes Mal, wenn es heißt, Yu-Gi-Oh! Hat zu viel Text, zeigt jeder eine Copy von Endymion, weil alle wissen, Endymion hat viel Text. Crazy, right? Das einzige Problem, was ich halt habe, ist Leute, die rumheulen, Yugi ist zu komplex, siehe Pendulum. Und das sind halt die einzigen Leute, die sich nie mit der Pendulum-Mechanik auseinandergesetzt haben. Weil Pendel, es sieht so viel schwerer aus, als es tatsächlich ist. Pendel ist nicht komplex, ist seriously nicht komplex. popular solution is keywords. Keywords are a shorthand for common and shared effects, typically used to make cards more readable. Ja, genau. Jetzt hier One Piece hat das Keyword Blocker oder On KO. Hearthstone hat das Keyword Battlecry und bei uns statt Keyword steht alles drauf. Keywords in combination with shorthand prevent cards from looking like this, and instead looking like this. Or in a better example, enable cards to have decent complexity with much less text. Now that brings us to how keywords can look within Yu-Gi-Oh! Before we dive into some fan-made examples of Yu-Gi-Oh! Keywords, let's first look at another fast-paced, yet older game, Force of Will. Here we have two Force of Will cards with some pretty heavy keywording. Ich habe noch nie in meinem Leben Force of Will gespielt, Chat. Ich kenne dieses also ich weiß, es existiert, aber ich habe noch nie in meinem Leben eine einzige Force of Will Karte gesehen. Lucifer defeated One Ring and Kaguya, God of Cats in the Moon. Now, I picked these two examples because one of them has the reminder text for comparable mechanics, and the other one is shortened. Look at how long the reminder text is and just how much a player needs to memorize in order to play a card. This is a bad example of keywording in card games. What ends up being more confusing for new players to learn. Partially because some keywords are complex, but mostly because the keywords in this card are all disparate. Villain is a card type keyword used for deck building and Boah, ey, ich muss halt schon sagen, wenn Yu-Gi-Oh! TCG solche Keywords hätte, das würde so vieles erleichtern. type effects. Flying is a combat-focused keyword, Enter is a trigger effect, Quick Cast is a method of play, and Revolution would give me an aneurysm to explain here. If your ruler has revolution, is recovered and hasn't performed on in possession turn, may order the resonator spell. If you do, player cannot chase through the spell. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin noch nicht mal über die Hälfte rein und ich raff nichts. Ja, aber wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke mit Keywords, wie zum Fick willst du Endymion bitte keyworden? Endymion hat so einen oddly specific Effekt, dass du das sehr schwer keyworden kannst, wenn ich ehrlich bin. Online games like Magic the Gathering Arena, Hearthstone, and Legends of Runeterra are all great examples of how to use keywords. By hovering over a keyword, it explains what it does. Ich glaube, das ist generell so ein Yugi-Ding. Yugi hat so krasse Effekte, die halt so dermaßen spezifisch sind, dass du die ausschreiben musst zum Teil, weil die kannst du wirklich, glaube ich, nicht keyworden. Das würde in Yugi nicht klappen. Nee, also, du kannst in Yugi bestimmte Sachen keyworden. Bestes Ding ist Piercing Damage, indem du einfach nur das Piercing gelöst durch
Piercing ersetzt oder durch Summoning Condition oder durch Continuous Effekt. Das kannst du alles auf Yugi anbringen. So was wie Continuous Effekt wie unaffected von aktivierten Karteneffekten. Machst du einfach unaffected, wird alles irgendwie so zusammengefasst. Aber dann gibt es ja nochmal Uneffekte von Karten generell und dann gibt es Uneffekte von aktivierten Karteneffekten. Dann musst du da noch eine Separierung haben. Dann musst du nochmal irgendwie haben unclassified, oh fuck, wie keywordest du bitte unclassified oder continuous? Unclassified continue, oh mein Gott. Okay, ich hab's gerade eben aufgegeben. Oh mein Gott. For a player to very quickly understand what it does without needing to open any outside resource other than the card itself. The paper Yu-Gi-Oh! TCG would not have this luxury. So we've seen some bad and good examples of keywords in other games. Wait. This is Drytron Zeta. Bound. Must be special sum by Drytron card. Okay. Tribute, you can special sum unbound monster the turn you use one. You can use the following factor once per turn. When synchro sum, you can search one of the search or banish one source card quick effect. You can. Oh, das da ist. Oh, wow. Dieser Yugioh-Text ist ja so gut gemacht hier. Der ist ja wirklich gut. Digga, hast du seine Uhr gesehen? Schau dir mal diese geilen Ringe an von dem. Gott, ist der Typ geil! Sei auch du der Styliste bei dir im Local Store mit Holzkern. Holzkern bietet stilvolle Uhren und Accessoires aus natürlichen Materialien wie Holz und Stein. Die einzigartigen Produkte sind nicht nur trendig, sondern auch nachhaltig. Und beim Einkauf einer Holzkernuhr wird natürlich auch ein Naturia Beast jedes Mal mit hingerichtet. Also worauf wartest du? Du findest natürlich den Link dazu in der Videobeschreibung unten und mit dem Code Nivska15 kriegst du 15% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf. Werde der Coolste bei dir im Local. I think all of these are solid, but they do bring up some issues. Zeus, for example, has confusing keywords for new players, and some needless shortening of effects that could create problems. Let's start by explaining the shortening of words on the effects. Instead of saying you can detach 2 materials from this card, it says detach 2. Because there are cards that can detach from other monsters, as well as cards that need to detach specific types of material to activate. It also implies an optional effect, which matters because some cards change depending on how cost is paid. A few changes to how this wording works might solve this, but it turns what should be a simple 6-word reduction of text into a mess of non-specified memorization from players and a massive reduction of important mechanic distinctions. It would still need to add more words to make this card fully usable in Yu-Gi-Oh! Second, shortening rank up on top of an XYZ monster to Turbo is a good idea on paper, but it falls into a few of the same issues despite being a much. Oh mein Gott, ja. Also, wie gesagt, auch hier, er sagt schon, manche Texte werden, also das Problem ist mit Yugi, Yugi hat ja so oddly specific Monster zum Teil. Ich glaube, Zeus ist halt auch ein One-of, nee, wobei, Zeus ist nicht mehr so krass One-of-a-Kind. Wobei Sky Crisis und Zeus haben beide nicht dieselbe Summoning Condition tatsächlich. Du bräuchtest ein Keyword dafür, dass wenn ein Xyz-Monster gekämpft hat, dass du es einfach overlayen kannst auf ein Xyz-Monster. Und Sky Crisis bräuchte für die Summoning Condition einfach ein Keyword. Oh mein Gott. Das Kernprinzip von Keywords ist nicht schlecht, aber es ist straight up nicht umsetzbar in Yugi. Du müsstest dieses komplette Spiel von vorne neu designen. Personally, I'm not against using a keyword in this case. Something like once per turn, if an XYZ monster battled this turn, you can rank up by using one XYZ monster you control as material. It still leaves a bit implied, but it's not completely out of the question, in my opinion, if Konami decided to move into this direction here. This brings us to a bigger point about Yu-Gi-Oh! As a whole. Wow. Card wording is incredibly specific, and is a key part of the game's interactions, counterplay, and identity. Once per turn, hard once per turn, each effect once per turn, hard each effect once per turn, only one effect. Boah, ja, fuck, wie viel once per turn haben wir denn? Activate only once per turn. You can only gain this effect once per turn sind 6. Oh, Christ, leck mich am Arsch. Turn, and non-specific activate once per turn are all different effects. A once per turn effect can be used again by Nee, der Plan ist komplett gestorben. Oh, Christ. another monster if it's negated. A hard once per turn can't. A gain once per turn effect blocks multiple uses even if the card changes names, etc., etc. This extreme variance in card uniqueness conflicts with keywords by nature, since keywords seek to simplify and streamline effects into a consistent mechanic. Without changing the rules of Yu-Gi-Oh! To imply more rules and fundamentals, you can't make keywords work, especially with the over 25 years of non-keyworded card design in the Yu-Gi-Oh! TCG. If we can't simplify the fundamental game, the other solution would be to create 1,000 keywords,
And you don't want to create a clone of Magic's Morph versus Megamorph versus Manifest versus Double-Faced Cards. Das Ding ist, Chat, was ich jetzt gerade mal wieder realisiere durch dieses komplette Zeug. Für uns ist das ja wirklich tagtäglich, diese komplette Scheiße. Wirklich, wir spielen dieses Kartenspiel tagtäglich und ein- und außen. Für uns ist es ja zum Teil Second Nature. Aber wirklich, wie kompliziert Yugi einfach nur ist. Einfach nur die Feinheiten. Ich vergesse das gerne mal, wie kompliziert dieses Kartenspiel ist. Alleine jetzt nur mit diesen ganzen Once per irgendwas. Per Turn, Chain, Duel und sowas. Und dann hast du Activate once per Turn, Use once per Turn, dann hast du once per Chain oder so eine Scheiße. Übrigens, dann hast du Special Summons, die eine Kette starten. Hast du Special Summons, die keine Kette starten. Dann, oh mein Gott, ey. Wie willst du als Anfänger da durchsteigen? There are several pages in MTG's extremely long rulebook for dealing with the stroke-inducing interactions like these. It's certainly not new player friendly, especially in paper. There's a reason modern Morph and Manifest cards are almost always printed with reminder text. Once you simplify Yu-Gi-Oh! Past a certain point, it just stops being Yu-Gi-Oh! Also Yugi lebt zu einem sehr, sehr gewissen Grad von seiner Komplexität. Das muss man halt auch sagen. Die Leute lieben Yugi gerade, weil es so komplex und so schnell ist und sowas. Das muss ich auch sagen, das ist auch der Grund, weshalb ich an diesem Spiel klebe mittlerweile. Ich muss aber wirklich sagen, wenn du, keine Ahnung, ein Anime, Yugi den Anime guckst, und dann sagst du, boah, ich hab mal Bock auf Yu-Gi-Oh! Und dann, keine Ahnung, will dir einer den Unterschied zwischen einer inhärenten Special Summon erklären und einer Special Summon, die eine Kette erklärt. Natürlich sagen die alle, ich spiele lieber Oldschool. Ich bin nicht überrascht. Modern Yu-Gi-Oh's fun comes from the complexity. Auf der German Open in Frankfurt war die ja. Da war ich hin und zwar, da habe ich gegen einen gespielt, der hat gesagt, ey du, ich spiele erst seit einer Woche Yu-Gi-Oh! Also der hat wirklich zu mir straight up, mein erster Gegner hat gesagt, ich spiele erst seit einer Woche Yugi. Ich war so tiefenentspannt, weil ich wusste, egal was kommt, ich rasiere den Typen. Einfach nur, weil er hätte das krasseste Meta-Deck spielen können, aber mir war halt einfach nur bewusst, er ist komplett überfordert mit diesem Kartenspiel. Avalon's gimmick of tributing an opponent's monsters is so unique and powerful because the way Rika Con is worded lets it work with Rika effects that tribute as cost. This lets a player Ja, tributiere für Kosten übrigens. out cards they otherwise couldn't, while also creating a unique immediate threat that an opponent has to proactively deal with. And for a more generic one, infinite impermanence not resolving if the monster that targets is flipped face down. Ja, super, ja. Imperm, cool, Chaining 2 Book of Moon Target ist geimpermt ist hier, ja. Before it resolves in chain. The highly specific wordings of Yu-Gi-Oh! Create the counterplay and unique interactions that define modern Yu-Gi-Oh! So if what I've said in this video is the case, is there anything Konami can do to fix Yu-Gi-Oh's readability issues and new player issues? Well, I do have a few solutions. Most easily, Konami can adopt the OCG style of bullet pointing separate card effects. Separating. Boah, Bullet Pointing wäre schon so geil. Wenn ich weiß, was Bullet Pointing ist, wir haben hier einfach nur das OCG hat einfach nur 1 und 2 immer wieder mal bei Punkt 1 Effekt ba 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 ba, Punkt 2 Effekt ba 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 ba. Also, Bullet Pointing würde schon so vieles besser machen, bin ich der Meinung. Ich kenne mich mit vielen Karten aus und vielen Kartentexten, aber ich habe halt auch manchmal noch Momente mit, Moment, ist das jetzt für Kosten, Target ist für Kosten oder irgendwie sowas. Even if it's one they've already seen before. Just fixing the card formatting would do so much to alleviate this problem. And there's no reason for Konami not to implement this change internationally, other than they just hate the TCG. Like, seriously, this wouldn't change anything mechanically and would just help to make the game better. It doesn't conflict with older versions. Dass Konami Japan einfach nichts für den Westen übrig hat, das ist ja schon bekannt. Denen ist der Westen ja so scheißegal. My next solution is a bit more niche, but I feel like could still be very helpful. Consider releasing cards with large font sizes, specifically for newer players and players with poor eyesight. I know people with poor eyesight who really struggle to play this game in paper, especially when they're just... Ja, with poor eyesight. Ich glaube, es gibt also, wenn wir jetzt mal von Barrierefreiheit spielen und so, reden und sowas.
Ich glaube, es gibt kein barriereunfreundlicheres Spiel als Yugi. Einfach nur von der Textgröße her und vom Verständnis her. Du kannst jetzt hier noch irgendwie verargumentieren, ja, für Leute, die eine schlechte Vision haben, generell, die nicht sehr viel sehen können. Die können das Ganze noch sehen und sowas. Also gibt ja Leute, die haben ja zum Teil nur noch so 20% Sehkraft irgendwie, auf einem Auge gar keine Sehkraft mehr. Und dann viel Spaß dabei, Endymion durchzulesen, ne, also... Consider, for products like the new 2-player starter set, having some cards with larger text. Ich bin echt gespannt, wie dieses 2-Player-Starter-Set abläuft. Ich bin am Überlegen, ob ich mir dieses 2-Player-Starter-Set hole. Und ob ich dann einfach mal versuche, also so auch zum Video mache mit meiner Freundin. Einfach nur, dass ich mal versuche, Jas damit irgendwie an Yugi ranzuführen. Introduce the game for these new players. Yugi ist, was Lesen angeht, hart scheiße, ja. Maybe also make Yu-Gi-Oh! Neuron faster and more useful in aiding with accessibility capacity. If you want to get players into the game, you need to give them a less complex format that's still competitive and still Yu-Gi-Oh! Older Time Wizard formats are great for this, but are lacking in terms of official support and product releases. Speed Duel and Duel Links were not terrible, but each have problems that kept them from being massive successes. Perhaps a modern Yu-Gi-Oh! Video game with a card pool such as Edison or Goat format could make an... Was? Ja, Digga, lass mal jede Möglichkeit, Einschränkungen von Leuten ins TCG zu berücksichtigen. Mach mal schwebende Karten für Leute ohne Hände. Konami could add support for older formats in Yu-Gi-Oh! Master Duel. It's really hard... Ich bin echt am Hadern, ob ich nach 10 Jahren Yugi-Pause wieder einsteigen soll. Mein lieber Wintoxic, also folgendes. Du hast jetzt hier schon den Stream schon verfolgt. Du hast ja Michael, glaube ich weiß nicht, wie lange du schon meinen Stream in generell guckst. Du hast ja schon gesehen, wie ich spiele. Also Yugi ist generell sehr, sehr einsteigerunfreundlich. Muss ich jetzt schon mal sagen. Ob du jetzt wieder einsteigen sollst in dieses Spiel oder nicht. Und ich sagte jetzt auch schon, es wird nichts mehr mit dem Anime oder wie viele das haben. Du musst halt dich damit abfinden. Yugi ist ein sehr, sehr schnelles Spiel. Ein unfassbar komplexes Spiel. Was ich aber sagen muss, und das ist auch gerade eigentlich der einzige Part, weshalb ich gerade so mit into Yugi bin. Wir haben eine fassbar aktive Community und alles Mögliche. Wir haben Groß-Events. Wir haben eine relativ große Local-Dinger, also... Na, das ist tatsächlich wirklich etwas. Du hast auf YouTube, hast du geilen Content mit Yugi ohne Ende, auf Deutsch oder auf Englisch. Und das ist etwas, was mir in anderen TCGs sehr, sehr fehlt. Other than Konami just hates player growth, more money, more literally everything that makes them successful. I don't know how companies can turn down free money. It always boggles me. You know what? I'm going to transition to the outro in the most tacky way possible. In conclusion, card wording in Yu-Gi-Oh! Is often more complex than it needs to be. There's no denying that. But this complexity is what makes Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Attempting to simplify the game often leaves holes in the game's design and mechanics. Keywording suffers from these issues, but not only that, it often falls into the traps of limiting game design. Cards become mechanically homogenized, which can be better for new players, at the cost of future cards' uniqueness and identity. I have to say that at this point in time, I believe that Yu-Gi-Oh! Has been around for long enough as to prevent any attempts at adding keywords into the game. Konami's best opportunity for adding keywords was with the release of Rush Duels or maybe in Duel Links, games where they already were fundamentally changing Yu-Gi-Oh! Now with these games already released, it gets hard to imagine Konami ever well utilizing keywords for their games. Ja, Thema Keywords und Yugi ist nicht vereinbar. Sehr, sehr gutes Video von Monkey Fight. Mal wieder hier. Ich hau euch mal kurz den Link in den Chat rein. Oh, upsala. Wo haben wir das denn? Zack, zack, da. Hier, Copy. Dann könnt ihr gerne vorbeischauen. Lasst mal ein Abo bei dem Typen da.